So, liebe Freunde, ich habe mir Mortal Kombat angeschaut, ja, und wie ich schon wusste, ist die neue Version, ja. Ja. Flex gehört dazu. Ich möchte auch noch mal was sagen, weil jetzt so gerade mein Bauch geschumpft wird und was ich so um die Hüfte habe. Ganni hat ja 1000-mal mehr um die Hüften wie ich und ich sage über ihn nichts. Ich sage über ihn nichts Abfälliges. Ja. Weil bei mir kann jeder aussehen, wie er will, ob er dünn ist, dick ist. Das kann ausschlagen, Ergebnis, was die Person dann wirklich kann. Man kann dick sein, kann trotzdem sportlich sein. Ja. Vor allem, wenn man so mit Gewichtstraining zu tun hat, da gehört abends eine Massephase dazu. Die eine macht eine große, die andere macht eine kleine, um neue Muskelstruktur zu gewinnen. Das geht nur im Kalorienüberschuss. So. Ja, wenn man Kaloriendefizit lässt sich keine neue Muskelstruktur gewinnen. Ja. Und dann gibt es halt eine Phase, wo man halt auch mal einen Bauch trägt. Ja. Und dann gibt es halt auch mal eine Phase, wo man definiert. Also man muss mehrere Monate im Jahr beschissen aussehen, dass man das Rest des Jahres super aussieht. Ja. So. Aber wie gesagt, ich bin tolerant. Da kann von mir aus jeder aussehen, wie er will. Es gibt ja Kraftsportler, die strecken so einen Bauch raus, aber die heben gigantische Sachen, was sich sonst keiner vorstellen kann. Ja. Was ich sonst keiner vorstellen kann. Ja. Und ich bin tolerant, weil ich habe auch schon sportliche Leute gesehen, die richtig dick waren. Also die haben sogar irgendwann gesehen, das war ja Ausnahmezustand. Das war ein Sensei vom MMA und Thai-Boxer, Kickboxer, der hat so ungefähr 180 Kilo gewogen. Und es habe ich noch nie gesehen davor, dass sich einer mit so viel Gewicht sich bewegt wie ein 60 Kilo Athlet von Kicks und Raffinesse. Also das war schon eine Ausnahme, ja. Aber Respekt vor dem seiner Leistung. Ja, dann es kommen andere Stile vor. MMA ist auch ein Fokus, ja. Ich war mir sicher, der Film war kein Film von den 90er. So, ja. Klar gab es den Begriff MMA schon ungefähr Anfang der 90er. Da haben die herausgefunden, welcher Kampfstil ist der beste und nicht so wettkampfmäßig. Und es waren ja brutale Wettkämpfe, also waren so Streetfights im Ring. Welcher Kampfstil ist der beste? So, und dann haben sie einen Aikidoka gegen Boxer geschickt und einen Taekwondo gegen einen Thai-Boxer, also jeder Stil gegen jeden Stil. So. Ja. Oder ein Judoka gegen Ringer zum Beispiel, jetzt so als Beispiel, aber jeder Stil hat gegen jeden gekämpft. Ja. Und ja, aber als eigenes Kampfsportsystem gab es MMA da noch nicht. Den Begriff gab es da, ja, aber als eigenes Kampfsportsystem gab es MMA noch nicht. Ja. Da gab es noch, wie sie halt verschiedene Stile gegeneinander Turniere, Kämpfe machen gelassen haben. Und später dann haben sie aus jedem Stil das Beste rausgenommen für Wettkampfform. Und dann hat es MMA viel später als Kampfsportstil gegeben. Ja. So. So, ja. Davor gab es den MMA-Begriff nur um verschiedene Stile gegeneinander anzutreten zu lassen. Ja, ja also der Film ist, der ist neu für mich. Ich habe eigentlich nur einen Darsteller gekannt, Louis Tan. Denn der macht bei Cobra Kai die Serie mit. Ja, beim Schluss, bei Staffel 6 spielt er den Sensei Wolf. Ja, und da spielt er einen absoluten Bösewicht, wo man eigentlich gar nicht leiden kann, aber
halt die Filmfigur, die Rolle, ihn als Person sieht es anders aus, ja, obwohl der dann auch als Filmfigur beim Schluss dann doch noch was Ehrenhaftes gebracht hat, als er verloren hat. Ähm, ja, Spoiler-Alarm. Ähm, auf jeden Fall, der Sense Wolf, der war so jemand, den man absolut böswillig, den man eigentlich nicht mochte. Aber ein Schauspieler, ja, der, den kann ich gut leiden und da hat er bei diesem Mortal Kombat System hat er den Gutewig gespielt. Ja. Aber möchte mir auch nicht blenden lassen und auch eine faire Note geben. Ja. Also wie schon gesagt, Louis Tan hat er mitgespielt. Den kenne ich jetzt schon, aber jetzt auch nicht seit langem, erst seit der Cobra Kai Serie kenne ich den. Ja. Der hat er ja, war ja bei den Iron Dragons, bei Cobra Kai hat er ja das Dojo Kid. Und bei Mortal Kombat spielt er ja einen Gutgewicht und kein Bösewicht mehr. Ja. Und da hat er auch eine ganz gute Rolle gespielt als Gutgewicht. Der kann den unsympathischen genauso spielen wie den sympathischen. Ja. Und da hat er gute Hulk gespielt bei Mortal Kombat, da spielt er den Cole Young. Ja. Und die anderen Darsteller, die haben jetzt nochmal recherchieren müssen. Ein Matzat Brox spielt mit als Jax. Joe Taslim spielt mit als Sub-Zero. Max Yuang spielt mit als Kung Lao. Lu Lin spielt mit als Liu Gang. Laura Brent spielt mit als Sonja. Jan Stritz spielt mit als Ramirez. Ja. Jin Yan spielt mit als Shang Tsung. Ja. Regie war Simon McQuaid. Drehbuch Craig Rousseau. Musik Benjamin Walfisch. Ja. Also 4,99 beim Grünmüller. Und Menü dunkel und mystisch. Japanische Frau macht japanische Frau macht im Garten Arbeit. Das ist ein Haus im Wald. Ja. Anwesend ist Yenzo Yashashi, ja, das ist im Japan 1617. Ja. Der Mann kommt heim mit einem Jungen zu seiner Frau. Der Junge passt auf ein Baby mit der Mutter, ja, während der Mann Farmerarbeit macht im Wald. Also wirklich schöne Naturlandschaft und das Haus ist im Wald, in so Gärtle und so weiter und ja, sehr idyllisch, ja, mit der schönen japanischen Kultur. Ja, die Idylle ist dann schnell durchbrochen, weil dann Kriege kommen, die dann das Anwesen Unruhe stiften, auch jemand tötet, wenn man Katana schwört. Ja. Ja, der Mann spricht mit Frau und Junge und um sein Faust bildet sich Eis. Ja. Also auch die Special Effekte im ganzen Film sind genial gemacht. Sind vielleicht ein bisschen zu viel und zu much, aber sind genial gemacht. Ja. Die Frau schreit und ihr Mann kommt zur Rettung, aber er kommt zu spät. Ja. Seine Frau und sein Sohn sind leider tot. Entschuldigung. Das Baby haben sie ja dann noch versteckt, die Frau und der Junge. Aber ja. Dann greifen mehrere Krieger an und der Mann wehrt sich erfolgreich mit verschiedenen Martial Arts Moves, was spektakulär sind. Ja. Die Martial Arts Techniker und Special Effects sind eigentlich schon 11 verdient. Aber es gibt auch Sachen, die den Film runterziehen, finde ich. Ja.
Also er niete dann mit Martial Arts Techniker die ganze Kriege um, ja. Aber schnell aus selber Waffe baut, ein Seil und ein Messer und besiegt die ganze Gruppe und besiegt die ganze Gruppe. Am Schluss kommt er gegen den Eiskrieger, den Sub-Zero, ja. Gegen den kämpft er auch, gibt es eine spannende Schlacht gegen ihn, ja. Aber gegen ihn verliert er, ja, und stirbt dann. Ja. Dann ein Sprung in die Gegenwart, ja. Der MMA-Kämpfer, ja, Cole Young, ja, der hat ein Match vor sich und schlägt sich gut im Match, also im MMA-Match, ja, und gut Schlagabtausch. Zuerst ist der Colin Young eigentlich im Vorteil, muss dann aber viel einstecken, Gott in der Bodenkampf, gegangen sie ins Grappling, wo dann der Colin Young immer auswechslose Haltegriff ist, Aufgabegriff ist und dann aufgibt. Dann verliert der Colin Young das Match und hätte aber knapp gewonnen, war nicht viel. Ja. Er hat nämlich beim Anfang des Match dominiert und hätte er vielleicht so und so gemacht, sagen die anderen, der hätte es doch noch gewonnen, aber er hat die Niederlage also wie ein Mann eingesteckt, weil wenn du kämpfst, kannst du noch gewinnen und verlieren. Ja. Ich meine, es war jetzt in einem Film, in der fingierten Handlung, ein Showkampf, aber nicht ist das auch so, dass wenn du kämpfst, nur gewinnen und verlieren kannst. Und selbst wenn du verlierst, gewinnst du Erfahrung und hast Mut bewiesen, überhaupt einen Kampf anzutreten. Das ist auch doch mal ein Gewinn. Ja. So, jetzt werden wir weiter in der Handlung sein. Also ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben, wie ich nur Geschmäckle auf den Film gebe. Ja. Ja, in der Unterwelt schwätzt er eigentlich müsste es im Kopf haben. Ja, schwätzt der Sub-Zero um Shang Tsung und der Sub-Zero wird auf der Erde gesandt, dass er die Kämpfer fürs Mortal Kombat Turnier schon vorher töten soll und die haben dann schon Zeichen als auserwählte Krieger. Ja. Colo Young ist schon mit dem Symbol quasi, der ist mit dem aufgewachsen, ja, und der ist eigentlich der auserwählte Krieger mit ein paar anderen. Ja. Da fand ich so ein bisschen den quasi das von der Handlung, ja, wie das erste Mortal Kombat 95, 96 haben sie es halt nachgemacht von der Story her, noch ein bisschen andere Storystrukturen, anderer Storyverlauf oder gewaltig andere Storystrukturen, anderer Storyverlauf, aber das Sinnbild von der Story ist gleich, nur dass halt die Strukturverlauf ganz anders ist bei dem Mortal Kombat. Ja. Der ist auch 2021 rausgekommen, wo man jetzt behandelt oder drüber sprechen, behandelt, ja. Ja, die vom Outland, die haben 9 Turniere schon gewonnen und ein Turnierkampf, dann gehört denen die Welt und denen die Menschheit versklaven und jetzt muss die Generation quasi die Kohle aus dem Feuer holen und die Menschheit retten. So. Und nur 10 Turnierkämpfe gibt es dann und ja, da hätte man sich vielleicht eine andere Storyline zu der Version sich einfallen lassen können und nicht das alte wieder in der Mikrowelle neu aufwärmen. Ja. Dabei muss ich sagen, der von 1996 hat man viel besser passt von der Storystruktur. Vom Simple ist das eigentlich so, von der Basic der Story ist eigentlich das gleiche. Ja, 10 Kämpfe, 9 Kämpfe in die schon gewonnen und so weiter. Ja. Ja, Louis Tan als Code Young sieht ja nach seinem Kampf dann Dämonen, also quasi im Waschbereich, tut es dann weg und denkt, ja gut, ich habe ein bisschen was eingesteckt und ein
ein paar Schläge eingesteckt, das wird schon wieder werden. Spricht mit seiner Tochter, kommt mit seiner Frau, mit seiner Tochter mal Imbiss was essen und plötzlich schneit und die Tochter ganz fasziniert und dann wird der Tisch aus Eis und dann kommt der Sub-Zero und der schmeißt dann Eisblöcke auf sie und der Colin Young, der tut sich mit seiner Familie in Sicherheit bringen unter dem Tisch. Ja. Dann kommt der Jax vorbei mit dem Auto und die gehen dann ins Auto rein und der bringt sie dann in Sicherheit. Der spricht über das geheime Zeug, über das Mortal Kombat Turnier. Während der Colin Young mit seinem Auto weiterfährt, seine Frau und seine Tochter in Sicherheit bringt, tut der Jax quasi den Sub-Zero jagen und da gibt es in die Ruine von der City spannende Finalschlacht, Martial Arts. Der Sub-Zero friert ihm seine Arme ein und schlägt ihm seine Arme weg. Und da denkt man, der tötet den, aber irgendwelche Mönche den dann irgendwie wiederbeleben und geben dem Roboter Arme und dann denkt okay, gut, so viel Übertreibung gehört bei Mortal Kombat auch dazu, aber das ist ja zu much. So wie der da mehrere Stockwerke nachgefallen ist und dann gegen Eisensträber knallt ist mit dem Kopf. Und dann hat es noch, kannst du den irgendwo wiederbeleben, den Jax, dann denke ich halt auch, okay, das ist mir so übertrieben, dass man da jetzt in so einem Film nicht die pure Realität trifft, ist klar, aber es soll auch noch im Rahmen der sein, also gibt es halt dann, sagen wir da halt auch zu much. Ja, und der war ja richtiger Muskelberg von den Armen her, dann hat er dann die Roboterarme und ja, weiß auch nicht. Special Effect mäßig gut gemacht, die Roboterarme und so, also. Aber auch die ganze Special Effekt in dem Film war gut, hat sich auch mit der Naturlandschaft nicht ein bisschen, ja und. Jetzt habe ich mehr aus dem Kopf weitergemacht. Ja, der Louis Tan, ja, der möchte einen Parkourlauf und Stand, die er dann selber möchte, ja, also möchte seinen Stand auch selber und kämpft gegen eine heiße Blondine, das ist die Sonja Blade und die ist eigentlich auf seiner Seite. Ja. Sonja Young und ein Soldat werden vom Drache angegriffen und wehren sich. Ja. Drache, jetzt ein Schmarrn erzählt vom Alien-Angriff und die wehren sich dann. Ja, der Soldat ist erstmal gefesselt und dann wehrt er sich, weil er die Säure von dem Alien nimmt und die Kette springt von der Handschelle und dann kämpfen die da. Und dann macht sie sich auf den Weg zu geheimen Mortal Kombat Turnier, Abenteuer, Action in einer faszinierenden, mystischen Umgebung findet statt, mystischen Welt. Also, ja, dann müsst ihr nur trainieren und dann irgendwann findet das Turnier statt. Also, der Louis Tan ist eigentlich quasi ein sehr perfekter Schauspieler und perfekter Martial Arts Experte. Hat auch sehr gute Muskelstruktur. Ja. Obwohl er bei Cobra Kai die Muskeln noch besser waren, bei Season 6, aber da hat er auch noch ganz gute Muskelstruktur. Dann die anderen Schauspieler und wenn da auch gute perfekte Martial Arts Technik rausgehauen und auch gab es auch einige gute Muskler zu sehen. Dann die Naturlandschaft war perfekt, Special Effects waren perfekt, die Figuren waren sehr genial gemacht. Die als Remake zählen, muss ich sagen. Story, ja, hat gehabert, war mir auch zu brutal. Gut, ist Brutalität, das Videospiel war damals auch zu brutal. Als Jugendlicher hat man das ein bisschen anders gesehen, aber so in dem Film, da war das noch brutaler wie der von 1996. Da war man dann doch zu brutal. Dann die Storyline ist nicht richtig. Die Storyline hat das Gute, kennt das emotionale Verhältnis von Cole Young und seiner
Frau und Tochter, das hat mir sehr gut gefallen, die Emotionalität in dem Film, ja, das war dann schon perfekt. Aber was mir der Storyline ein bisschen gefällt hat, bis die irgendwann zu dem Turnier gekommen sind. Und da war es ja immer so, also bei Mortal Kombat 1996, da war es doch, war klare Strukturierung, da fängt jetzt ein Turnier an und jetzt fangen wir an zu fighten, sowieso Blattsportmäßig. Und ja, auf Leben und Tod um das Schicksal der Erde. So. Und bis die irgendwann zu dem Turnierkampf gekommen sind, da waren es keine klaren Turnierkämpfe, sondern das war einfach, ja, einfach wildes Chaos. Aber die Kampftechnik war genial. Aber bis die irgendwann zum Punkt gekommen ist, da sind die von 1996 schnell auf den Punkt gekommen, muss ich sagen. Ja, dann auch manchmal von den Special Effects, die genial waren, aber manchmal zu viel Special Effects. Und dann wartet man, wann kämpfen sie um das Schicksal der Erde, wann fängt das Turnier an? Da ist schon über Stunden vorbeigegangen, bis das anfängt. Also hätte man ein bisschen kürzer können oder gleich das beim Anfang mal ansetzen können. Jetzt geht das Turnier los. Da hat man das ein bisschen, da hätte das 1996 besser auf 3 gekriegt. Da hat es auch ein paar Vorgeschichten gegeben, aber die haben sich nicht so ewig dehnt. Sind sie gleich auf das Turnier gekommen. Das hat mir 96 besser gefallen, muss ich sagen. Aber trotzdem, die Kampfkunst hat er 11 verdient, die Schauspielleistung hat er 11 verdient, die Special Effect hat er 11 verdient, Landschaft, Regie und Kameraarbeit hat er 11 verdient. Die Story mit ihrer schlechten und guten Seite hat jetzt keine 11 verdient. Da muss ich die Gesamtbilanz zusammenrechnen, was ich daraus sehe. Waren auch verschiedene Kampfstile drin, von traditionell bis modern, obwohl das Martial Arts, also Mixed Martial Arts ist ja quasi jetzt nichts, ist zwar modern in einem gewissen Maße, aber doch auch traditionell, ist halt ein neuer Mix aus traditionellen Stile, Mixed Martial Arts, ja, so könnte man sagen. Ja, ist ja ein genialer Stil, Mixed Martial Arts, ist auch geradlinig und genial. Und also da war auf jeden Fall sind da ganz viele Stile vertreten, MMA und Kung-Fu-Stile und ja, aus Karate. Also war ein genialer Film und kommt bei mir in die Todes-Game-Zone rein, also Dead Games Zone rein, da habe ich dann eine Reihe, wo so die Filme dann reinpassen. Ja. Ich habe mir die Punkte gehabert. Ja. Wenn die Gesamtpunktzahl zusammenrechnet, sage ich 11 ist zu hoch. Ja. 9 ist zu niedrig. Das heißt, von 1 bis 10 hat er 10 verdient. Ja. So. Und also ich finde auch die Hülle sehr mystisch. Ja. Wäre sogar ein Tattoo wert. Ja. Also Wendecover gibt es nicht, aber da heule ich nicht. Habe jetzt auf Blu-ray und ich denke mal, der hat schon eine hohe Benotung gekriegt. Das möchte dann auch dem Schauspieler Louis Tan aus, dass der da das auch, den Held auch gut gespielt hat, auch gut, perfekte Moves rausgehauen hat, das mit Herzblut auch möchte. Und gut, waren noch ganz viele andere Punkte, dass der einen Zehner gekriegt hat. So. Wie schon gesagt, ich habe da jetzt die Minuspunkte und Pluspunkte zusammengezählt, bin auf 10 gekommen. Ja, eigentlich alles zu dem Film gesagt, so, ja.
ich sage mal, Liefunk in dem Gelände, morgen eine Frühschicht, muss ans Bett, ich möchte es dann doch schon jetzt gern hochladen und wünsche euch einen schönen Montagstart. Ja. Und das habe ich glaube ich vergessen, weil ja so mein Bauchumfang gelästert wird und meine Hüfte. Ich weiß ja gar nicht, wisst ja gar nicht, in welcher körperlichen Form ich jetzt aktuell befinde, weil ich ja immer lange Pullis trage. Bin ja gerade ziemlich gut beim Abspecken. Also die Form sieht ja keiner aktuell. Also wenn schon auch meine dicke Phase geht und auch meine Defi-Phase habe ich auch schon gehabt, aber ob jetzt dick bin, dünn bin oder was auch immer, definiert bin oder keine Ahnung, das tut mir als vom Mensch als Wert ja nicht schmälere oder weniger machen. Ja? So, ja, wie schon gesagt, ich habe jetzt da auch mal meine klare Meinung gesagt, fair und mit respektvoll auch zu denen, die so immer böse Worte gegen mich finden. Ja. Also wünsche euch was, liebe Freunde, Zeitchen, ja, bis die Tage, ja, wie Fungi-Fragen, ja. Und ihr wisst ja, bleibt gesund und fit, ja, auch im Schritt.